das Wesen Erleuchtung. Das Wesen Erleuchtung. Das Wesen Erleuchtung ist sehr zufrieden und gleichzeitig sehr lebendig. Also ich spüre so ein Prickeln, so ein lebendiges Prickeln und gleichzeitig eine große, große Zufriedenheit. Und das könnte die ganze Zeit nur hüpfen und springen und so. Also es ist schon mehr als Zufriedenheit. Das ist, scheinbar wechselt sich die Zufriedenheit ab mit überschäumender Freude. Und das Wesen Erleuchtung hat auch so was spitzbübisch-schelmisches. Ja, für das Wesen Erleuchtung ist alles aufregend, alles ist spannend, jede Erfahrung, alles. Und es ist aber gleichzeitig, nimmt das Wesen Erleuchtung alles nicht so ernst. Es geht nicht irgendwie um Leben und Tod, um Existenz, um irgendwie, sondern es ist alles wie ein Spiel. Das Wesen Erleuchtung hat viel Mitgefühl. Und gleichzeitig sieht es für manche von außen so aus, als ob es sich lustig macht oder als ob es irgendwie irgendwie hart ist, weil es eben alles nicht so wahnsinnig ernst nimmt, weil es nicht so diese ganzen Dramen, die es immer überall so gibt, gar nicht so als Dramen wahrnimmt, sondern eben als es nimmt es einfach nicht so wahr. Und das kann manchmal für andere Wesen, die zum Wesen Erleuchtung kommen, hart sein. Weil das Wesen Erleuchtung einfach ein fröhliches Wesen ist. Und interessanterweise schafft es das Wesen Erleuchtung, dadurch, dass es so fröhlich ist, dass die Menschen, die um es rum sind, wieder mit reingezogen werden in diese Fröhlichkeit und plötzlich auch gar nicht mehr die Dramen so dramatisch sehen können. Und dann gehen sie wieder weg und sind dann wieder bei sich zu Hause und denken wieder, oh Gott, ist das alles dramatisch und das ist alles so schlimm und so. Und deswegen wollen diese anderen Wesen immer sehr gerne um das Wesen Erleuchtung herum sein, weil es ihnen dann besser geht. Weil es fühlen sich dann auch irgendwie leichter und fröhlicher
Und aber wenn sie dann eben wieder nach Hause gehen, dann ist plötzlich alles wieder weniger hell, alles wieder grauer, tut das Bein wieder mehr weh als vorher, sind wieder Rechnungen zu bezahlen. Das hatte man alles vergessen, während man bei dem Wesen Erleuchtung kommt das gar nicht vor. Und dann gehen sie wieder zu dem Wesen Erleuchtung und sagen, ja, aber ich muss doch meine Rechnungen bezahlen und ich muss doch dies und ich muss doch jenes. Und nach einer Weile, wenn sie dann sich da so rumgejammert haben, sind sie wieder ganz fröhlich und wissen eigentlich gar nicht warum. Weil sie wieder reingezogen werden in die Fröhlichkeit vom Wesen Erleuchtung. Also das ist so ein bisschen, als ob das Wesen Erleuchtung in einem höheren Stockwerk wohnt. Also, weil ich sehe bei den anderen Wesen immer mehr Dunkelheit und als ob die so im Keller oder im Souterrain wohnen und das Wesen Erleuchtung wohnt so irgendwo ganz weit oben, wo ganz viel Licht reinkommt und das sieht eben auch alles immer so ein bisschen von oben. Es guckt auf die Sachen drauf, es steckt nicht drin. Und die anderen Wesen stecken eben bis zum Hals im Sumpf drin. Und das Wesen Erleuchtung kann die immer wieder einladen und sagen, Mensch, heute gibt es wieder eine Erleuchtungsparty, kommt doch mal hier hoch in den 153. Stock. Wenn ihr Lust habt, seid ihr alle eingeladen, also fahren alle wieder da hoch. Denken, oh Mensch, toll, hier ist ja so schön. Und dann müssen sie aber wieder runterfahren, während das Wesen Erleuchtung einfach immer da oben ist. Aber wenn sie dann bei dem Wesen Erleuchtung sind, dann schaffen sie es eben auch manchmal von oben auf ihren Sumpf zu gucken. Und manchmal sieht der Sumpf dann auch weniger dramatisch aus, wenn man von weiter oben drauf guckt. Und man hockt ja in dem Moment auch nicht drin. Das ist auch angenehm. Aber irgendwann fährt man halt wieder runter und dann muss man eben doch durch seinen Sumpf wieder durch, ob man möchte oder nicht. Aber je öfter andere Wesen das Wesen Erleuchtung konsultieren, desto mehr schaffen sie das, wie so Leuchtfunken mit in den Sumpf runterzunehmen. Und dann sehen sie plötzlich, der Sumpf entsteht dadurch, dass ich irgendwie, keine Ahnung, den Abfluss zustopfe und dadurch nichts wegfließen kann. Oder entsteht dadurch, dass ich irgendwie eben im Keller wohne, ich kann ja mal umziehen ins Erdgeschoss. Oder der Sumpf entsteht dadurch, dass, keine Ahnung, ich ständig Leute zu Besuch habe, die aus dem 10. Untergeschoss kommen und noch nicht mal wie ich im ersten Kelleruntergeschoss, sondern aus dem 10. Untergeschoss. Und deswegen fühle ich mich schwerer. Ach, ich kann ja auch in den ersten Stock ziehen. Und so entwickelt sich dann andere Wesen auch weiter, wenn sie das immer wieder das Wesen Erleuchtung konsultieren und das Wesen Erleuchtung, das ist schwer zu erschüttern. Also wenn jetzt selbst der ganze Turm in Flammen aufgeht, dann sucht es sich halt den nächsten und zieht dann da einfach wieder ein. Es zieht einfach immer sehr weit oben ein. Es würde gar nicht auf die Idee kommen, sich eine Souterrain-Wohnung zu besorgen. Das würde das Wesen Erleuchtung, dem würde auch niemand eine Souterrain-Wohnung vermieten, sondern da würde man gar nicht auf die Idee kommen. Also und es würde selber auch gar nicht auf die Idee kommen. Und selbst wenn es im Souterrain wohnen würde, wäre das sehr hell dort und sehr fröhlich und es ist dem Wesen Erleuchtung eigentlich auch, das ist ja alles nur symbolisch gesagt, ne? Aber es ist dem eigentlich auch egal. Es kann auch im 10. Untergeschoss wohnen, das stört das Wesen der Erleuchtung nicht.
Ich habe gerade gefragt, ob das Wesen Erleuchtung eine Botschaft für uns hat und es sagt, mach dich leicht, wirf alles ab, was dich schwer macht. Also wie als ob man in einem Korb sitzt von einem Heißluftballon und einfach diese Sandsäcke abwirft, damit man hochsteigt. Wenn du zu tief in was drin steckst, schau von oben drauf. Erweitere den Blick, erweitere den Horizont. Mach dich weit. Mach dich leicht und mach dich weit. Und wenn es gar nicht mehr weitergeht, wenn du dich so richtig, richtig schlecht fühlst, wenn es dir richtig dreckig geht, am besten tanzen. Also den ganzen Körper einmal durch irgendeine Musik, völlig egal, die einem Freude macht, und tanzen. Das hilft immer. Je schlechter es einem geht, desto öfter muss man tanzen. Das heißt muss. Es ist eine Idee vom Wesen Erleuchtung. Weil Tanz die Schwere aus dem Körper holt, weil Tanz auch das Gemüt wieder mit dem Körper verbindet. Und in dem Moment, wo wir in unserem Körper sind, sind die Dinge nicht so schwer, wie wenn wir nur im Kopf sind. In dem Moment, wo wir nur noch im Kopf sind, je mehr man im Kopf ist, desto größer werden die Dramen. Je mehr man im Körper ist, desto leichter wird alles, weil man dann die Dinge fühlt. Und wenn man sie fühlt, ist es nicht so schlimm, wie wenn man sie nicht fühlt. Also wie wenn man in so eine Kopferstarrung kommt. Und auch, weil im Körper die Antworten liegen, sagt das Wesen Erleuchtung. Der Körper weiß immer, was zu tun ist. Der Kopf weiß es meistens nicht, sagt das Wesen Erleuchtung. Der Körper weiß es. Im Körper sitzt unsere Intuition. Der Körper, über den Körper verbinden wir uns mit allem. Und das Wesen Erleuchtung sagt, es freut sich immer über Besuch. Es freut sich immer, wenn Menschen zu Besuch kommen. Und es freut sich immer, wenn es wieder die nächste Party schmeißen kann. Im Turm ganz weit oben. Ja, das sagt das Wesen Erleuchtung.